Glaubst du, es kommt in absehbarer Zeit ein super Update? Naja, FEC kommt spätestens im Mai, wahrscheinlich. Und entweder davor, danach oder währenddessen ein Update. Aber ob das gut oder schlecht wird, das kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe es. Die Events sind sowieso sinnlos, kannst du 0 Geld machen, weil alles so-linked ist. Da war das alte Fleisch schon besser. Ja, yeah. Was Events angeht, war das alte Fleisch schon Peak. Sehr Peak. Bis zum FEC ob ein Update kommt. Pff. Also wenn dann kurz davor, würde ich schätzen, aber... Weiß ich nicht. Eher unwahrscheinlich, denke ich. Du musst halt überlegen, das letzte Update kam effektiv im Oktober bis November, je nachdem. Es gibt halt 2 Teile von dem Update, die innerhalb von einem Monat und einer Woche voneinander released wurden. Und das war halt erst im November, Oktober, November. Also es ist extrem unwahrscheinlich, dass jetzt so schnell ein neues Update kommt. Also normalerweise dauert die Wartezeit zwischen 2 Updates mindestens 6 Monate. Das heißt, November plus 6 Monate, wer hätte es gedacht? Basically Mai, weil es war der 28. November, also effektiv fast schon Dezember. Also effektiv Mai. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Also wenn ein Update kommt, dann entweder kurz vorm FEC, währenddessen oder danach. Aber auf keinen Fall wirklich davor. Also jetzt im Februar zum Beispiel, würde ich persönlich sagen, ist eine 0% Chance, dass ein Update kommt. Vielleicht würde es angekündigt werden Ende Februar für Mitte, Ende April vielleicht oder so. Aber das machen sie ja normalerweise nicht. Vor allem nicht so früh, dass sie irgendwas ankündigen. Also meistens kündigen sie überhaupt nichts an. Und wenn dann eher kurzfristig. Also... Und das wäre auch schon so schnell. Musst du überlegen. Wie gesagt, Ende November, effektiv fast schon Dezember. Das wären ja gerade mal 2-3 Monate. Wo sollen die das Update? Sie können sich ja auch nicht aus dem Arsch ziehen. Und das nächste Update muss ja ein großes werden, weil das letzte war eher ein kleines. Das heißt, großes Update, umso viel mehr Aufwand. Weil du so viel mehr Sachen machen musst. Neue Dungeons, neue Monster, neue Items, neue Waffen, neue Klassen vielleicht. Also... schwierig. Ich hoffe halt, dass es, also... egal wie sie es machen... Ich meine, spätestens wenn ein FEC startet, weiß man ja, dass es auf jeden Fall kein Update vorm FEC gab. Das ist klar. Oder... ich würde fast sagen, wenn der FEC angekündigt wird, kann man schon stark davon ausgehen, dass da kein Update mehr kommt, weil die Ankündigung kam letztes Mal knapp 2,5 Wochen davor. Also knapp 3 Wochen davor, 2,5 Wochen davor. Aber ich meine, die werden ja wohl kaum FEC ankündigen und dann eine Woche später ein Update ankündigen, das dann auch noch vor dem FEC launcht. Also ich meine, das ist auch extrem unwahrscheinlich. Also spätestens dann weiß man, dass da auf jeden Fall kein Update mehr kommt. Und dann ist halt das naheliegendste leider wahrscheinlich wieder, das werden sie uns natürlich nicht sagen, oder höchstwahrscheinlich werden sie uns das nicht sagen. Aber dann besteht die Chance, weil es war letztes Mal ja auch so, auch wenn es die letzte Woche vom FEC war, trotzdem in der letzten Woche vom FEC kam das Update. Und das könnte sein, dass dann... also es könnte bedeuten, wenn vor dem FEC kein Update kommt. Wie gesagt, davon gehe ich stark aus. Oder wenn überhaupt, wird es auf jeden Fall noch ein paar Monate dauern, bis mindestens April. Wäre meine Prediction. Aber selbst dann könnte es bedeuten, wenn eben vor dem FEC es nicht kommt, dass wir dann während dem FEC wieder ein Update bekommen. Dann wahrscheinlich nicht in der letzten Woche, sondern wirklich während dem FEC. Aber es wäre schon extrem bescheuert und unfair. Also das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Gut, wie gesagt, letzte Woche, das war dann schon fast egal, aber trotzdem war es bescheuert. Also es ist echt schwer zu sagen. Das andere ist halt, wenn es dann während dem FEC nicht kommt, ist auch blöd, weil dann müssen wir halt einfach wieder 5 Monate warten ab dem FEC. Was dann insgesamt bedeutet fast ein Jahr wieder ohne Update. Und das ist halt einfach so unfassbar lange. Es gibt kaum Spiele, die so selten geupdatet werden.
Also viele Spiele haben halt viele kleine Patches. Aber wir haben ja eigentlich immer nur Bugfixes und dann immer diesen einen großen Patch gefühlt in letzter Zeit. Pro Jahr. Mein gutes letzte Update haben sie auf 2 Patches aufgeteilt, aber effektiv war es trotzdem ein Update. Also ich sehe das letzte Update nicht als Doppel-Update. Das ist für mich immer noch nur ein Update, auch wenn es in 2 verschiedenen Monaten zu 2 verschiedenen Zeitpunkten released wurde. Ist und bleibt es für mich ein und dasselbe Update mit dem Content, der halt zusammenhängt. Also schwierig. Du hast mal gehört, aber weiß nicht, ob das stimmt, dass es keine neuen Klassen geben wird. Weil der oder die Entwickler nicht mehr da arbeiten, die das deswegen nicht mehr mit den Codes ändern könnten. Aber keine Ahnung, ob das nur Gebabbel war. Das war... Wann hast du das gehört? Also das stimmt bei Flive PC. Vielleicht oder wahrscheinlich. Aber bei Flive Universe stimmt das auf jeden Fall nicht. Weil Flive Universe wurde von den Entwicklern entwickelt, die aktuell dort arbeiten. Das ist ein Team von 6, 7 Leuten oder so. Kurz vor dem FEC letztes Jahr. Naja, also das ist kompletter Bullshit, das stimmt überhaupt nicht. Und in den letzten FAQ vom letzten Jahr, die vor dem FEC, die sind während dem FEC online gegangen, die FAQ, gelauncht sind, da haben sie bestätigt, dass tatsächlich eine neue Klasse, dass es neue Klassen geben wird, dass sie nur noch nicht wissen, wann. Also die neuen Klassen wurden sogar schon angekündigt von den Entwicklern. Nur halt noch nicht, wann sie kommen. Aber das war quasi vor dem letzten Update, also vor Battle for Madrigal. Und das heißt, eigentlich müssten sie dann im nächsten Update kommen. Also wenn sie im nächsten Update nicht kommen, wäre schon ein bisschen crazy, weil dann werden unsere Charakter wahrscheinlich 170 plus sein. Oder vielleicht sogar 180 und immer noch kein Third Job Change. Irgendwann wird es dann ein bisschen lächerlich werden. Also ich denke schon, dass das nächste große Ding, was jetzt kommen wird, schon die Third Jobs sein werden. Weil sonst fragt man sich halt wirklich, was da los ist, warum die nicht kommen. Vor allem existieren sie ja schon. Sie müssen sie ja nicht mal komplett neu machen. Sie müssen sie ja eigentlich nur überarbeiten. Also gut, das sagt man jetzt so einfach. Ist natürlich auch nicht so leicht mit Balancing und Pipapo. Aber es ist auf jeden Fall... Name, Outfits, Sets, Waffen und so, die existieren auf jeden Fall schon mal alle. Also da hat man auf jeden Fall schon mal wesentlich weniger Arbeit. Skill-Icons und so weiter. Existiert auch alles. Man muss es eigentlich nur überarbeiten. Gut, wäre von Grund auf neue Jobs. Ja, das machen sie nicht. Viel zu viel Arbeit. Außerdem wäre es auch dämlich. Warum neue Jobs? Die müssen sie ja nur überarbeiten. Was viele sich wünschen, ist, dass man halt wählen kann. Dass es halt Blade nicht automatisch zum Slayer wird, weil es ja eigentlich kein wirklicher Job-Change ist, wenn du nicht auswählen kannst, was du machst, sondern es wird dir einfach vorgelegt. Weil es Blade bei Flive PC kannst du ja nicht sagen, ja, ich will es halt Knight werden oder Templar. Geht nicht, weil du bist Blade und Blade kann nur zum Slayer werden. Aber das halte ich halt auch für höchst unwahrscheinlich, dass sie für alle eine zweite Option hinzufügen, weil es wären ja auch effektiv 8 neue Klassen, die sie komplett von Grund auf neu designen müssten. Also, denke nicht. Aber wir werden sehen.